Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Ich mag ja Kennzahlen und heute wollen wir eine besprechen, die eigentlich irgendwie aus zwei Unterformeln besteht und wir sind auch zu zweit. Christian ist hier und geht mit mir zusammen die Börsenzauberformel durch. Da ist man aber schon ein bisschen gespannt. Wir sind auf jeden Fall wieder angekommen bei den Weisheiten großer Investoren. Und Joel Greenblatt ist heute unser Thema. Und der war ein großer Investor. Und das ist auch ein ganzes Stück weit schon mal richtig formuliert. So viel können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen, oder? Naja, wir sollten auf jeden Fall mal sagen, dass er noch lebt. Ja, denn er wurde ja erst 1957 geboren und er freut sich wohl immer noch bester Gesundheit. Seine Firma Gotham Capital. Irritierender Name. Ja, also Batman-Fans mögen es dann. Die Firma ist nach wie vor sehr aktiv, nicht mehr nur mit Investmentfonds, sondern seit einiger Zeit auch mit ETFs. Allerdings mit einem überschaubaren Erfolg, was die Performance angeht. Dafür mit Strategien, wie man sie teilweise hier noch nicht gesehen hat. Joel Greenblatt, der einer der Päpste des Value Investings ist, hat tatsächlich unter anderem einen 50% Net Short ETF in den USA aufgelegt vor 18 Monaten. 50% Net Short heißt, dass er 100% in Aktien investiert, aber 150% des Fondsvermögens gleichzeitig auf fallende Kurse investiert, nämlich auf Aktien short geht, wo er davon ausgeht, dass die eben gerade überbewertet sind. Da fällt mir übrigens ein Zitat eines anderen Investors ein. Timing is a bitch. Ja, also zumindest für diejenigen, die diesen Fonds, der das schöne Kürzel SHRT in den USA hat, in Deutschland nicht verfügbar ist. Für diejenigen war es jetzt auch kein... auch gar nicht. Das ist nicht schlimm gewesen. Nee, es war nämlich kein guter Deal. Egal, ob es rauf oder runter ging, das hat so stagniert mit relativ hoher Volatilität. Dann war es das. Also das, was man häufig von allzu speziellen Produkten ja auch gesehen hat. Aber bekannt geworden ist er hier mit dem kleinen Buch, das den Markt schlägt. The Little Book That Beats the Market heißt es, ist in Deutschland dann eben auch verlegt worden. Ist in der Tat auch in so einer kleinen Aufmachung aufgelegt worden und lief, glaube ich, ganz erfolgreich, weil es kompakt ist, weil es etwas verspricht und weil es so herrlich einfach wirkt. Einfach mögen wir ja. Einfach kann auch funktionieren. Einfach hat auch funktioniert. Ja. Und wie es funktioniert hat, damit legen wir direkt los. Nach dem Disclaimer. Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/Disclaimer. Den wir jetzt auch haben, den Disclaimer. Und damit können wir direkt einsteigen in diese Börsenzauberformel, die Greenblatt entwickelt hat. Und ja, die besteht aus zwei Komponenten. Ja, nämlich auf der einen Seite die Earnings Yield, sozusagen der Kehrwert des KGV, also ein beliebtes Instrument aller Value-Investoren, aller derjenigen, die preisbewusst sind. Aber es geht ja nicht nur darum, dass etwas günstig ist oder sogar billig, sondern es sollte preiswert sein. Sprich, man braucht einen zweiten Faktor. Man sollte auch auf die Qualität schauen. Das macht Greenblatt mit der Kapitalrendite oder auch Return on Capital genannt. Also das EBIT geteilt durch das Vermögen des Unternehmens. Also sowohl bei der Earnings Yield als auch beim Return on Capital hat er gewisse feine Ziselierungen in den Jahren entwickelt, wie man bestimmte Bilanzpositionen berücksichtigt oder nicht berücksichtigt. Er arbeitet beispielsweise bei der Earnings Yield ja nicht mit der Marktkapitalisierung, sondern mit dem Unternehmenswert, dem Enterprise Value, also die Schulden werden mit einbezogen. Bei der Berücksichtigung des Vermögens für die Eigenkapitalrendite gibt es auch gewisse Hinzurechnungen, gewisse Abzüge, aber wir lassen es für heute mal dabei. Es ist ein Zwei-Faktor-Modell, aus dem dann eben ein kombiniertes Ranking erstellt wird. Man würde natürlich vermuten, dass Unternehmen, die
eine besonders hohe Qualität haben, tendenziell eher teuer sind und umgekehrt Unternehmen mit eher schlechter Qualität tendenziell günstig. Aber da gibt es halt auch dann eine Schnittmenge, die dann ganz oben in der Tabelle steht. Das sind die Unternehmen, die gemessen an ihrem Preis eine gute Qualität haben oder gemessen an ihrer Qualität einen guten Preis. So, und da kriegt man eine richtig lange Liste raus. Er macht das nämlich originär für alle Aktien mit einer Marktkapitalisierung von 50 Millionen Dollar oder größer. Das wären dann in den USA ein paar tausend Werte. Die American Association of Individual Investors, die diese Strategie auch nachvollzieht, wie eine ganze Reihe von solchen quantitativen Strategien in ihren Screenern. Die fängt ein bisschen höher an, ab einer halben Milliarde. Aber auch da bleiben immer noch viele Unternehmen übrig, aus denen dann nur 30 destilliert werden. Also ein, zumindest gemessen an der Breite und Tiefe des amerikanischen Aktienmarktes, relativ konzentriertes Portfolio. Und dieses Destillat erfolgt wie? Dieses Destillat erfolgt dergestalt, dass die besten 30 Werte in diesem kombinierten Ranking gekauft werden und ein Jahr im Portfolio bleiben. Also die werden quasi sortiert, kriegen alle irgendwie Punkte, dann Genau. werden die Punkte addiert und dann hast du beispielsweise Genau. 59 Punkte und dann bist du schon mal ganz gut mit dabei. Genau. Ja, das ist ja grundsätzlich einfach. Also grundsätzlich ist auch, ein er Modell. hat auch eine eigene Website dazu, Magic Formula Das Investing. erklärt, Da kann warum man das sich Buch Ganze auch eher anschauen. kleiner ist. Also dafür brauchst du nicht allzu viel Zeit. Ja, aber er packt in diesem Buch natürlich großartige Narrative drumherum, schöne Geschichten, wie er schon als Junge eigentlich auf das Thema Value Investing aufmerksam wurde. Das ist ganz nett zu lesen, aber die mathematisch-praktische Konsequenz, die war ja lange Zeit grandios. Nicht umsonst hat er dieses Buch 2005 geschrieben und 2015 nochmal neu aufgelegt mit dem wunderbaren Titel The Little Book That Still Beats the Market, ja, nach dem Motto, hey, 10 Jahre später und es funktioniert immer noch, aber es gab da irgendwann einen Wendepunkt. Weil zu dem Zeitpunkt hat es gar nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und wir können es eben nachvollziehen, weil die American Association of Individual Investors das Ganze nachgerechnet hat. Genau. Und wir haben wenn es einen Zeitpunkt gibt, der richtig toll ist und der den von Echtgeld TV eigentlich noch schlägt, wo wir ja gerne in 2008 anfangen. Also 1998 ist natürlich noch ein bisschen cooler, weil er so die Endzüge des irrationalen Überschwangs, den Greenspan schon für 96 projiziert hatte, noch mitnimmt, aber dann eben auch reingeht in das Doom and Gloom der Technologiemärkte in 2000 und dann erstmal auch eine ganz besondere Marktphase mitnimmt, wo die Kurse nämlich sehr, sehr breit auch gefallen sind. Und das fällt dann in der Nachbetrachtung hier auf, dass diese Formel erstmal ein paar Jahre eine minimale Underperformance generiert, die, wenn man sich dann den Vergleichschart anguckt, gar nicht so minimal ist, weil in der Zeit wurde auch schon eine Underperformance von nahezu 50% generiert, aber dann haut das Ding Nachdem die Blase geplatzt war. Brachial zu und das ist ja unfassbar, welche Outperformance dann im Grunde genommen zustande kommt gegenüber dem S&P 500. Ja, das ging dann bis 2010. Ja, von 98 bis 2010 hat der S&P 500 Total Return in Summe über diese 12 Jahre gerade mal so lumpige 50% gewonnen. Ja, klar, es waren auch 2 geharnischte Krisen mit dabei. Allerdings die Magic Formula Strategie in der Form, wie sie von der American Association of Individual Investors nachgerechnet wurde, hat derweil sich versechsfacht. Also genau diese Outperformance, wie man sie gerne hätte, tatsächlich eine Zauberformel. Vom Tief dann wahrscheinlich verzehnfacht. Ja, es gab natürlich auch da starke Ausschläge, ist auch logisch bei einem Portfolio mit nur 30 Werten. Das ist relativ konzentriert, aber selbst da kann man also im Jahr 2003 mit einer deutlich positiven Rendite gegenüber 98 raus, während der Gesamtmarkt richtig tief im Minus lag. Also wirklich etwas, was für die Erstleser des Buches erhellend war und dann, wer es gleich umgesetzt hat in dieser Form, hat dann auch richtig Performance gemacht. Finanzkrise, klar, da ging es mal rasant runter, aber danach auch wieder umso rasanter nach oben.
Und beim Still Beats the Market, also wer den Chart jetzt vor sich hat, der sieht es eingeblendet. Das ging dann eher in eine Seitwärtsentwicklung weiter ab dem ersten charakteristischen Hochpunkt, so in 2011 ging es seitlich weiter. Da waren wir bei dieser Wertentwicklung bei 600 indizierten Punkten angekommen und dann ging es seitwärts dergestalt, dass man erst so 2018 am Anfang wieder bei 600 und Ende 2018 bei 700 angekommen war. Und 2019 ist dann im Grunde genommen so over. Ja, das war das All-Time-High, beziehungsweise man kann auch sagen, naja, seit 2010 per Saldo starke Schwankungen, aber es hat sich nichts mehr getan. Ja, also gependelt, während der S&P 500 durch die Decke gegangen ist. 2019 war die gesamte zuvor aufgebaute Outperformance weg. Und inzwischen sieht es so aus, seit 1998 hat sich die Strategie von Joel Greenblatt, die magische Formel, nur verfünffacht, während der S&P 500 sich auf Total Return Basis in US-Dollar verzehnfacht hat. Aber man muss eben sagen, das ist schwarze Magie, nach hinten losgegangen. Es sieht in der Wertentwicklung eben relativ harmlos aus und sieht eigentlich auch noch sehr gut aus, so bis 2019. Wenn man diesen Chart sieht, dann sieht es bis 2019 wirklich gut aus. Aber richtig brutal wird es eigentlich, wenn man sich vorher schon die relative Performance anschaut, die eben bei einem Wert angekommen ist von 350 und eben bis zu diesen 2019, wo auch der eine Höhepunkt nochmal gemacht wird. Vorher auf etwa 140, 135 abgestiegen ist und dann nochmal den Versuch unternimmt, die 150 dann zu knacken. Aber von da geht es dann eben auch nochmal. Von 150, was eben eine 50er Outperformance noch simuliert, geht es runter. Und es geht wieder runter auf die 100. Das war dann Ende 2019. Und von da aus geht es weiter auf ein relatives Performance-Tief, wo wir jetzt sind. Ja. Und also, wo wir noch nicht wissen, ob es das finale relative Performance-Tief ist, weil in die Zukunft sehen können wir blöderweise immer noch nicht, aber sieht nicht gut aus. Nein, und man kann natürlich das Ganze auch ein bisschen schöner darstellen. Also die American Association of Individual Investors lässt diese Strategie dann beispielsweise nicht gegen den S&P 500 laufen, sondern gegen den S&P 600 Small Cap, weil man sich wahrscheinlich sagt, naja, wenn man so viele Aktien in der Grundgesamtheit hat und ein so konzentriertes Portfolio, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man tendenziell eher in Small Caps drin ist. Aber man kann das Ganze ja auch aus Investorenbasis sehen. Und wenn ich sage, ich möchte in den US-amerikanischen Aktienmarkt investieren, ja, dann ist einfach der S&P 500 derjenige, den ich auch über diese gesamte Zeit sehr kostengünstig über einen ETF investieren konnte. Und insofern ist es die faire Benchmark. Du kannst natürlich jetzt auch sagen, ja, aber da wird ja dann irgendwie doch immer gleichgewichtet, dann nimmst du halt den Equal Weight. Ja, der Equal Weight sieht aber jetzt über diese Zeiträume auch nicht schlechter aus als der S&P 500. Also man muss einfach sagen, wir haben es mit einer Strategie zu tun, die bis 2010 sehr gut funktioniert hat und danach einfach sukzessive ihre Outperformance abgegeben hat. Und da ist momentan auch nicht irgendwie ersichtlich, dass sich das da irgendwie stabilisiert. Und da muss man ganz einfach sagen, mit den Realitäten der Märkte, wie wir sie nach 2008 dann gesehen haben, ja, insbesondere dieses Fluten mit Geld, ja, dieses whatever it takes, heutzutage sagen wir ja in Deutschland, mit diesem Rambo-Zambo, kam diese Strategie mit ihren beiden einfachen, fundamentalen Parametern scheinbar nicht mehr zurecht, beziehungsweise sie hat wohl zu viele, ja, falsche Freunde gefunden. Werte, die günstig aussahen, aber eben dann gemessen an der Qualität eben doch nicht günstig waren. Und dann hast du halt manchmal irgendwie richtig gute Ausreißer drin. Also momentan ist zum Beispiel, ich habe das nur kurz bei der AI gesehen, eine Abercrombie & Fitch mal drin. Ja, wenn du die schon ein bisschen länger hast, das ist fein, aber wenn du dann so eine Horde von namenlosen Small Caps hast, die irgendwo den Bodensatz im Russell 3000 bilden, wird es halt schwierig, denn insbesondere, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, es wird ja hier immer mit Daten der Vergangenheit gearbeitet und da kann man bei so vielen Werten wirklich auch einiges erwischen, was dann hinten abkippt. Und was du gerade gesagt hast zum Thema 2008, 2010, das ist ja auch etwas, was ich vor ein paar Wochen mit Denise Koch hatte, als wir uns über Gleichgewichtung
Ungesprochenheiten. Hinter der Kamera wird schon gelacht, weil der Kollege Karl natürlich weiß, dass wir diese Sendung erst vor 3 Stunden aufgenommen haben. Aber nun ist es eben so, dass diese ja hoffentlich in einem Urlaub von mir ausgestrahlt wird. Und von daher haben wir die mal ein bisschen vorproduziert. Aber so 2008, 2010 scheint sich an den Märkten fundamental was geändert zu haben, dass insbesondere auch die großkapitalisierten Unternehmen dann Outperformance generiert haben, dass diese Formel hier nicht mehr funktioniert hat. Also da greift dann irgendwie dann doch mal dieser Spruch, this time was it different. Und irgendwas ist in diesen letzten 15 Jahren einfach an den Wertpapiermärkten brutal anders gewesen. Und zwar zugunsten groß kapitalisierter Unternehmen, die auch durch Globalisierung wie eine Apple, durch eine Internationalisierung wie die ganzen Digitaldienstleister brutal gewachsen. Ja, aber es sind ja jetzt nicht nur einfach die Mag 7, sondern er sieht ja gegenüber einem Equal Weight ETF jetzt auch nicht wirklich viel besser aus. Und insofern muss man schon sagen, dass es an den Märkten wohl Verzerrungen, Verwerfungen gegeben hat, die diesen einfachen Ansatz zumindest für die letzten inzwischen schon 15 Jahre in ein ziemlich graues Licht rücken. Trotzdem gibt es in dem Buch ein paar Sachen und generell auch von Joel Greenblatt ein paar Sachen, die wir uns mal wieder angucken wollen und die trotzdem eine gewisse Form natürlich wieder der Wahrheit haben. Und das erste Zitat, wo es um die Essenz im Investieren geht, lautet: Das Geheimnis erfolgreichen Investierens ist relativ einfach. Den Wert von etwas bestimmen und dann viel weniger dafür bezahlen. Es ist halt so ein bisschen, also wir fangen eben so mit so einem 9-mal-klug-Statement an, weil also wenn die Dose Monster eben nicht 88 Cent kostet, sondern nur 66, dann weiß ich aber auch, was bei dir los ist. Ja, da freue ich mich natürlich, aber es ist ja dann Wert auch wieder für mich persönlich definiert, ne? Du kannst ja auch dich hinstellen und sagen, naja, also es bleibt ja irgendwie Plörre mit ein bisschen Chemikalien drin, wo wahrscheinlich das Wertvollste die Dose ist, ja. Und welche Art von Wert ist das dann? Ja, also der Wert an sich ist natürlich etwas, was sehr, sehr subjektiv ist. Und deswegen ist das ein extrem schlauer Spruch, der aber meiner Ansicht nach im Einzelfall einen noch nicht weiterbringt als Anleger. Das stimmt. Und dann machen wir einfach mal weiter mit dem zweiten. Wenn du dich darauf konzentrierst, gute Unternehmen zu kaufen, er definiert gute Unternehmen als die mit hoher Kapitalrendite, und das nur zu Schnäppchenpreisen, wirst du systematisch viele gute Unternehmen kaufen, die der verrückte Mr. Market geradezu verschenkt. Und das ist eben auch so ein Statement, was so ein bisschen genau in diese Welt reinpasst, wo er quasi mit einer solchen Formel rangeht und sagt, naja, das muss ja hier gerade extrem günstig sein. Und wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass es bestimmte Bewusstseinsveränderungen gibt. Multiple Expansion ist eines der meistbenutzten Worte, wenn wir über Bewertungen reden. Und die haben sich dann eben insbesondere bei den großkapitalisierten Unternehmen niedergeschlagen. Ja, nicht nur bei den großkapitalisierten. Also nochmal, ich meine, dann hast du alle großkapitalisierten sind dann S&P 500 Unternehmen. Ja, aber auch, wie gesagt, der S&P 600 Small Cap ist jetzt auch besser gelaufen als das, was Greenblatt hier in den letzten Jahren vorgelegt hat an dieser Formel. Aber natürlich, also hohe Kapitalrendite ja, und dafür hast du halt einen Preis zahlen müssen. Deswegen sind diese Unternehmen in auch einem solchen Ranking nicht mehr in der Masse nach vorne gekommen, sondern du hattest halt vorne scheinbar häufig einen etwas miserablen Kompromiss. Ja, und so kommt das dann zustande. Und die Frage ist dann auch immer, reicht jetzt die gute Kapitalrendite als alleiniges Kriterium für ein gutes Unternehmen oder eine hohe Unternehmensqualität? Auch darüber kann man ja diskutieren. Wir haben ja in den letzten Jahren an dieser Stelle verschiedene Interpretationen des Quality Investings auch kennengelernt, ja, mit Wachstumsfaktoren beispielsweise wie bei den Wisdom Tree Quality Dividend ETFs oder in dem ganzen Setup von MSCI, wo ja zum Beispiel auch noch die Volatilität der Gewinne, die möglichst gering sein soll, als Qualitätsmerkmal dient, genauso, wo nochmal explizit auf die Verschuldungsquote abgehoben wird. Insofern kann man sich wirklich fragen, ob eine einzige Kennzahl in dieser Zeit wirklich reicht, um
Qualität zu erkennen. Und wenn man sagt, ja, das ist, ob es dann diese Kapitalrendite ist, wie Joel Greenblatt sie definiert, denn da gibt es ja auch dann verschiedene andere Möglichkeiten. Ja, man kann das ja auch als Return on Investments oder als Return on Equity, Return on Capital Employed, also Return auf das eingesetzte Kapital definieren. Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle dann doch ein bisschen zu einfach. Ja, und also es ist in meinen Augen, wenn ich es dann so lese, eben auch eine gewisse Abkehr von dem Kernmantra von Buffett und Munger, die ja nicht so sehr auf Schnäppchenpreise gehen. Das ist ja das klassische, das Grahamsche Value Investing. Während wir hier eigentlich das Thema haben, gute Unternehmen, Schnäppchenpreise. Und Ja. bei ihm ist es eben, also bei den beiden war es eben, dass sie dann lieber herausragende Unternehmen, also real good companies, und da sich nicht nur auf die hohe Kapitalrendite beziehen, sondern auch sagen, da ist eine Marke dahinter, da ist ein dauerhafter Burggraben da ist etwas, was wir verteidigen können und was nicht so ohne wo alle 2 Wochen jemand anders reinstoßen kann, der vielleicht eine Jeans, die dann mal modern ist, zu günstigeren Preisen produzieren kann, damit höhere Renditen erwirtschaften kann und sich dann damit schnell reinlässt. Wenn du eine Levi's bist, bist du eine Levi's. Dann hast du zumindest den Markenvorteil. Und das Schnäppchenpreise hatten wir da auch. Also, ja, und Schnäppchenpreise siehst du sofort. Du siehst, okay, also das ist günstig. Hier, springt dich ja dann an. Ja, KGV 5. Ja, großartige Geschichte. Aber ob das... Die gesamte deutsche Automobilindustrie. Ja, aber ob das immer noch ein gutes Unternehmen ist. Siehe deutsche Automobilindustrie. Wenn du nach hinten schaust für die letzten 12 Monate, ja, dann siehst du halt immense Cashflows und auch immer noch recht ordentliche Renditen. Aber wenn du nach vorne schaust, die nächsten 12 oder 24 Monate, kannst du das einfach nicht so nach vorne schreiben. Und das ist eben das Risiko in einem solchen Ranking, dass du dann da oben immer so ein paar Positionen drin hast, die von einer guten Vergangenheit auf der Qualitätsseite leben, aber der Preis impliziert schon, so geht es nicht weiter. Insofern ist also an der Stelle, so sehr ich auch rein schematische Ansätze mag, wie ja auch dann zum Beispiel solche Faktorindizes, ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Ja. Es ist eben nicht so, wie es früher mal in der Telekommunikationswerbung hieß, war einfach ist, sondern zu einfach ist dann eben... Ist dann eben zu einfach. Und unterkomplex. Und gehen wir mal auf langfristiges Denken. Gehen wir mal auf langfristiges Denken, ne? Weil wenn es kurzfristig nicht läuft, dann wird das ja eine langfristige Position. Ja, das ist ja auch so. Ne? Also wenn by the dip nicht so schnell was wird, dann lernt man eben Geduld dabei. Das ist momentan die Erfahrung, die man macht. Ja? Und er hat dazu zum Thema Anlagehorizont auch was Interessantes geschrieben, nämlich: Eine Anlageperspektive von 3 bis 5 Jahren zu haben, verschafft dir einen großen Vorteil gegenüber den meisten Investoren. Da sage ich, ach, wirklich? Also was ist denn jetzt 3 bis 5 Jahre? Ich finde, 3 bis 5 Jahre ist relativ kurz. Also wenn du jetzt dir beispielsweise Indizes anschaust und einfach nur mal überlegst, wie hoch der Prozentsatz von 3-Jahres-Zeiträumen oder von 5-Jahres-Zeiträumen ist, über die du historisch so in den letzten 50 oder 70 Jahren noch eine negative Wertentwicklung hattest. Und das sind zweistellige Prozentsätze. Also ich finde eher, das ist ein bisschen kurz. Das mag für die einzelne Aktie lang sein, ja, vielleicht, aber es ist jetzt für ein Aktieninvestment an sich eher kurz. Da finde ich halt 10 Jahre deutlich relevanter. Und andererseits, ne, wenn er so eine Perspektive von 3 bis 5 Jahren hat, warum empfiehlt er dann, nach 12 Monaten die Aktien auszutauschen? Erstens das und zweitens könnte man dann auch sagen, warum hat er dann zumindest nicht in 2018 mal ein neues Buch geschrieben, was auch darüber informiert hat, was eigentlich los war. Weil zwischen 2010 und 2015 lief es schon schlechter. In 2018 war relativ klar absehbar, dass er jetzt wohl überholt wird. Und in dem Moment kann man auch mal sagen, also bezogen auf diese Perspektive greift dieser Investmentansatz offensichtlich nicht mehr. Und da kann man ja dann auch irgendwann mal sagen, man nimmt das auf. Also wenn man Mr. Market zitiert und in seine Gespräche mit aufnimmt, dann muss man ihn eben auch mit einer gewissen Dauerhaftigkeit dann aufnehmen. Und da wird die Luft dann eben dünn, weil
Aber nochmal, man sieht halt wirklich, wie auch diese insgesamt Konzentrationstendenz an den Märkten, wie diese Hinwendung zu höher kapitalisierten Werten, zu Wachstumswerten dafür gesorgt hat, dass eigentlich ja sehr plausible Strategien in diesem Umfeld nicht funktioniert haben. Das kann man eigentlich gar nicht so sehr den Strategien vorwerfen, sondern es ist am Ende die Frage, ob man als Anleger das hätte antizipieren müssen. Aber es zeigt einfach, was wir für einen Paradigmenwechsel insgesamt an den Märkten gesehen haben. Und es ist ja auch nicht so, wir wollen ja auch nicht zu sehr auf den Greenblatt einhauen, dass das nur für ihn gelten würde, sondern es gilt ja für eine ganze Reihe von Strategien. Also wenn man beispielsweise bei der American Association of Individual Investors sich mal diese Strategien, auch O'Shaughnessy, Piotrowski, hatten wir auch mal drüber gesprochen, anschaut. Man kann sie absteigend bewerten für die letzten 10 Jahre und dann vergleicht man mal mit dem S&P 500 oder von mir aus auch mit dem S&P 600 Small Cap. Dann stellt man fest, es sind relativ viele, die es eben nicht mehr geschafft haben, obwohl sie eine glorreiche Vergangenheit hatten. Und da haben wir wirklich an den Märkten einen Paradigmenwechsel gesehen. Ja, und also wir bleiben so ein bisschen auf der Disputseite hier und gehen jetzt mal in das nächste Zitat rein. Langfristiges Investieren ist wie das Kochen von Reis mit geschlossenem Deckel. Wasser rein, Hitze an und dann einfach abwarten. Kocht man Reis mit geschlossenem Deckel? Da war doch irgendwas, was man nicht mit geschlossenem Deckel kochen soll. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Nudeln. Aber Nudeln kocht man auf jeden Fall nicht mit geschlossenem Deckel. Ja. Das weiß ich, ich esse nicht so gern Reis. Also wenn ich Reis essen gehe, dann gehe ich ins Lokal. Nudeln koche ich selber und immer ohne Deckel. Ja. Das weißt du auch. Ja, ja. Das ist auch funktioniert. Ja, ja. Also ich habe da, genau, da ist keiner, aber hier ist es eben dieses einfach abwarten. Das ist halt so eine Geschichte bei ihm, ne? Also macht er ja auch nicht. Ich genau, meine, er tut das ja nicht. Ja? Er macht Wasser rein, Hitze an, also Reis rein wäre übrigens auch noch ganz praktisch. Ja? Aber er wartet ja nicht einfach ab. Er guckt ja alle 12 Monate den Topf, ja, und nimmt ein bisschen Reis raus und packt wieder einen neuen rein. Also, nee, man könnte sagen, er tippt den Topf alle 12 Mal. Man muss ja irgendwann auch mal essen. Ich mag ja Metaphern, aber also sorry, die Metapher finde ich einfach schlecht. Ja, also da muss ich sagen, bin ich eher, wenn es so um Langeweile geht, irgendwo, ich glaube bei Komma war es, da habe ich gelesen, passives Investieren oder Indexinvestieren ist so aufregend wie Farbe an der Wand beim Trocknen zuzusehen. Ja, das finde ich eine spannende Sache. Ja, das geht, ja, das passt auch. Aber hier, nee, also weiß ich nicht. Das ist eine von den eher schlechten Geschichten. So, machen wir weiter. Psychologie des Marktes, da gibt es auch was zu sagen. Kurzfristig verhält sich Mr. Market, da ist er wieder, wie ein hochemotionaler Typ, der Aktien zu niedrigen oder überhöhten Preisen kaufen oder verkaufen kann. Langfristig sieht die Sache jedoch ganz anders aus. Mr. Market liegt immer richtig. Ist das so? Ja, das ist also das Mr. Market ist ja erstmal so ein schönes Bild, ja, der uns quasi Angebote macht und ja, die können wir annehmen oder auch nicht. Ja? Ich meine, das ist doch eigentlich jetzt für dich so als Value-Investor. Du bist doch so ein Mr. Market, muss doch ein Narrativ sein, was dir gefällt. Naja, aber also Mr. Market liegt ja ganz offensichtlich eben nicht immer richtig. Doch, er liegt immer richtig, bis er falsch liegt. Genau. Ja, und dann ändert er seine Meinung. Das geht ganz schnell. So sehen wir das ja in Hypes. Also wenn du sagst, Mr. Market liegt immer richtig, dann heißt das, du hast einen Hype, so wie beispielsweise 2021 mit diesen ganzen Meme-Stocks. Ja, to the moon, ja, lag Mr. Market die ganze Zeit richtig. Ja. Ich als jemand, der das nicht mitgemacht hat, lag die ganze Zeit falsch, ne, bis Mr. Market irgendwann seine Meinung geändert hat und gesagt hat, nee, Meme-Stocks sind doch kacke. Und dann ging es wieder runter. Ja, und dann waren wir am Ende. Ja, also auch dieses Thema hier niedrige oder überhöhte Preise und dann liegt Mr. Market immer richtig, also auch im englischen Original ist es eben so, dass es auch nicht viel besser wird, dieser Ausspruch, also von daher aber es klingt irgendwie so, also ohne Scheiß, es klingt einfach so ein bisschen altbacken. Es klingt einfach so ein bisschen altbacken. Ist ja 20 Jahre alt.
Und nicht alles, was 20 Jahre alt ist, ist zeitlos. Nee, Ja. nicht alles ist Zeit, aber nicht alles, was 20 Jahre alt ist, ist deswegen altbacken. Also, aber es ist eben auch nicht alles zeitlos. Und man muss halt auch sagen, Chapeau, was Joel Greenblatt insgesamt erreicht hat, ja mit seinem Hedgefonds, den er ja irgendwann auch dann geschlossen hat für externes Kapital. Er hat ja dann hinterher auch Michael Burry mit seinem legendären Hedgefonds Scion Capital das Seed Money gegeben, also das Geld, womit der starten konnte. Mr. Burry lag auch nicht immer richtig. Nee, aber gut, da muss auch nicht, also wenn man ein paar Trades gemacht hat wie Burry, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man nicht immer richtig lag. Ja, sofern man bei den großen Trades, bei dem Big Short eben richtig gelegen hat. Aber irgendwie, man muss auch zugeben, es ist nicht jeder ein neuer Buffett. Ja, man fühlt sich natürlich auch ganz oft daran erinnert. So auch beim nächsten. Aktienkurse schwanken kurzfristig stark. Das bedeutet nicht, dass sich der Wert der Unternehmen ebenso stark verändert. Und da ist man absolut bei einem Klassiker. Ja, ist doch super. Ist doch super. Price is what you pay, value is what you get. Ja, und der Value ändert sich nicht jeden Tag, aber nur die Wahrnehmung dieses Wertes ändert sich. Und der Ausdruck als Preis. Ja, sonst würden Aktienkurse nicht sich in dieser Form bewegen. Dann hätten wir keine Volatilität. Dann haben wir noch was aus der Serie schiefe Vergleiche. Oder wie mein Freund Carsten immer sagt, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja? Aktienkurse sind wie Gummibänder. Sie können sich weit vom Wert entfernen, aber sie schnappen zurück. Ja, also ich meine, das ist natürlich schon ganz böse. Ne? Weil dann, also das Einzige, was mir daran gefällt, ist, dass es nach unten, ne, wenn es das Zurückschnappen, es geht immer schneller runter, als es raufgeht. Du hast einen langsamen Anstieg. Und weißt du, was ich für ein Bild vor Augen hatte, als ich das Ding gelesen habe? Gummitwist. Nee, ich hatte André Costolani vor Augen, wie er mit einem Krokodil an der Leine, nämlich Schnie, Schna, Schnappi, durch den Park ging und quasi das Krokodil auch so ein bisschen vorne weggelaufen ist. Und es war eben nicht der Hund, weil der Hund war ja gerade gefressen worden. Ja, so könnte es sein. Blöd für den Hund. Ja, blöd für den Hund. Aber das ist zum Beispiel bei Costolani, das ist ein wirklich gutes Bild. Ja, von Herrchen und Hund. Das Herrchen sind die Fundamentaldaten, entweder des Unternehmens oder auch der Wirtschaft. Und die Börse, das ist dann der Hund, rennt mal weit voraus. Ja, kann aber auch dann wieder weit zurückhängen. Müde, hat keinen Bock. Ja, hat keinen Bock. Ja, manchmal muss man ziehen, bleibt stehen. Aber bei Costolani bewegt sich ja das Herrchen auch. Ja? Und fundamentale Situationen verändern sich auch. Tendenziell, wenn wir auf Indexbasis schauen, bewegen sie sich vorwärts. Das Herrchen läuft. Hier bei diesem Gummibänder-Vergleich, ja, wo ist denn da das Fundamentale? Wo ist denn da der Value? Nee, also es ist mir an dieser Stelle einfach zu platt. Sorry. So, machen wir weiter. Was haben wir hier sonst noch? Risiko- und Chancenmanagement. Wenn du kein Geld verlierst, sind die meisten anderen Möglichkeiten gute Optionen. If you don't lose money, most of the remaining alternatives are good ones. Also ich habe den auf Englisch gelesen, dann auf Deutsch übersetzt und so weiter. Hast du ihn jetzt auch nicht so richtig verstanden? Nee, deswegen, ich habe den... Ich glaube, Greenblatt wollte eins machen. Er hat Buffetts Regel Nummer 1 gehabt, ja, verlier kein Geld. Und dann Regel Nummer 2, bedenke immer Regel Nummer 1. So, und dann hatte ich gedacht, na gut, das Beste hat Buffett schon gemacht. Wie kann ich das jetzt irgendwie so ein bisschen verschwurbelt ausdrücken, dass ich das auch habe, aber nicht, dass es genauso klingt wie bei Buffett? Ja, aber beim verschwurbelt ausdrücken bin ich ja auch ganz vorne mit dabei, ganz oft. Aber das hier ist... Und wobei ich natürlich immer auch bei Buffetts Regel sage, naja, also wenn ich sage, Regel Nummer 1 ist, verlier kein Geld, darf ich das nicht so interpretieren, ich hocke mich jetzt auf mein Geld und will es bloß nicht verlieren, weil dann sorgt die Inflation schon dafür, dass es weniger wird, weil wir häufig Zeiten mit negativen Realzinsen hatten. Ja, und da kommt ja glücklicherweise noch ein ganzer Salmon hinterher bei dem, was er da sozusagen hat. Ansonsten haben wir hier noch eine attraktive Risikorenditesituation, fängt für mich ja schon mal ganz gut an, entsteht, wenn man das Verlustrisiko stark begrenzt, indem man in Unternehmen mit hoher Sicherheitsmarge investiert. Ja, Konzept ist bekannt. Klassisches Value Investing. Jetzt ist immer die Frage, wo sehe ich denn die Sicherheitsmarge? Wenn du eine eigene Unternehmensbewertung vorsiehst und guckst, also wo ist für dich der Wert und wo ist der Preis, wo das Unternehmen... Also es ist halt auch wieder eine sehr stark subjektive Sache. Muss man schon bedenken. Ja?
Also objektiv das Verlustrisiko begrenzen kann ich nur, wenn ich einen Stopkurs setze. Ja, und dann habe ich den Verlust eingeloggt. Dann muss ich mit dem nächsten Investment wieder aufholen. Aber subjektiv mit dieser Sicherheitsmarge sollte mir immer klar sein, was ich damit mache. Ja, sind 3 Zellen im Excel geändert, dann ist die Sicherheitsmarge doppelt so groß oder sie ist weg. Ja. So, jetzt kommen wir, also es nimmt so ein bisschen andere Züge, als diese Sendung normalerweise mit uns nehmen. Weil jetzt wird es, also vielleicht verwechsel ich da ja auch was. Aber er kommt jetzt mit praktischen Investmentstrategien an. Wie nennst du eigentlich hinterher das Video? Ja, das weiß ich noch nicht. Die Zerstörung des Joel Greenblatt? Nein, wir machen keine Zerstörung. Aber es wäre so wie damals bei, wie hieß der Blaue da? Mit den blauen Haaren. Rezo, genau, so wäre es ja dann. Der hat doch mal dieses Zerstörungsvideo gemacht. Ja, den. Nein, machen wir nicht. Nee, also das nicht, aber also auch da die englische Übersetzung auch angeguckt und so weiter, nach dem Motto, kann ja irgendwann mal was schiefgehen. Ich warte, bis eine Investmentidee so gut ist, dass sie mich wie ein Amboss trifft. Und da habe ich mich gesagt, sag mal, Du musst dir das vorstellen. jetzt kann ja auch sein, dass ich was durcheinander bringe. Aber haut man nicht mit dem Hammer auf den Amboss rauf? Ja, in der Regel ist das so. Das heißt, der Amboss, dieses schwere Ding, Genau, also das muss mich treffen. Genau. Wenn mich ein Amboss trifft, dann sage ich dir eins ganz ehrlich, über was ich mir keine Gedanken mehr mache, sind Investitionen. Du machst dir generell keine Gedanken, wenn dich der Amboss getroffen hat. Ja. Ich bin so platt wie nur Ja, irgendwas. also auch da wieder schiefes Bild und also wir haben es ja auch in der englischen Originalversion, es ist da genauso schief, das Bild. Und dazu darf man ja auch eins nicht vergessen, ne? Also bei diesem Warten auf Gelegenheiten, da können ja immense Opportunitätskosten entstehen. Ja, also es gibt ja viele, die sagen, also ich steige ein, wenn der Markt einfach mal wieder 25% in den Rückwärtsgang geht. So, wer das jetzt seit 2020 macht, ja, also seit die Corona-Krise ihren Tiefpunkt hatte und seitdem auf 25% Minus, beispielsweise im S&P 500 oder im MSCI World ETF gewartet hat, der ist noch immer nicht investiert. Aber dafür richtig schlecht gelaunt. Richtig schlecht gelaunt und hat immense Opportunität. Ja. Amboss. Ich bin ja beruhigt gewesen, dass sie das richtig übersetzt hatte für mich und so weiter und das auch richtig zugeordnet habe. Wenn man, so. Ja, aber es wäre auch jetzt nicht schön, wenn mich der Hammer trifft. Ist ja jetzt auch nichts Angenehmes. Ja, ja, aber da kommt es immer noch ein bisschen drauf an. Beim Amboss ist dann fast, also beim Hammer ist es nur gut, wenn er den Reflex trifft, ja, und das Knie und das Bein dann wirklich nach oben geht. Das wär okay, aber das ist dann schon wieder für Mediziner. So, dann haben wir das nächste, was mich stört, weil mich stört ja immer schon das Wort Bets, Wetten und so weiter. Okay, also, die erfolgreichen Pferdewetter setzen nicht auf jedes Rennen, sondern nur dann, wenn sie eine klare Überzeugung haben. Das ist, da denke ich auch sofort an was anderes, nämlich an Buffetts Scorecard und dieses you don't have to hit every pitch. Ja, das ist sicher so. Also, oder die U-Bahn. Also sagen wir mal, die Formulierung ist ungünstig. Ja, also irgendwas mit Investment und Pferdewetten zusammenzubringen, ist einfach doof. Ja, es ist kontraproduktiv, hilft nicht weiter. Aber klar, also wenn man der Typ Investor ist, der sagt, ich möchte mich nicht breit aufstellen, sondern ich investiere nur, wenn ich eine bestimmte Überzeugung habe, dann hat man die Situation, dass man vielleicht ein ganzes Jahr lang ständig sich Investment Cases anschaut, ganz viel arbeitet, aber nie zu diesem Maß an Überzeugung, an Conviction gelangt, was man eigentlich braucht, um ein Investment einzugehen. Dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man akzeptiert, dass man für die Tonne gearbeitet hat, sprich, dass aus vielen Analysen keine einzige Investition geworden ist, oder, und da wird es dann gefährlich unter Umständen, man senkt seine Ansprüche und sagt, naja, also ist jetzt nicht so absolut mein Ding, aber ich muss ja mal wieder irgendwas investieren und das ist dann höchstwahrscheinlich keine gute Investition. Machen wir weiter. Etwas Logisches und Systematisches zu tun, funktioniert. Ist an der Stelle schon schief. Der Markt bekommt es am Ende richtig hin. Also, nun haben wir ja... Der Satz stimmt. Der Satz ist, ich würde den Satz voll unterschreiben, deswegen Kauf
ein S&P 500 oder MSCI World, MSCI Acqui Indexfonds. Ja, ist eine logische Sache, ist eine systematische Sache und am Ende bekommt es der Markt hin. Ja, das Problem ist einfach, wenn es aus dem Mund eines Joel Greenblatt kommt, der mit einer sehr simplifizierten Investmentstrategie eigentlich was aus seiner Sicht wiederum dann logisch und systematisches tut. Man darf halt auch jetzt Greenblatt sicherlich nicht nur darauf verengen, auf diese Magic Formula. Das ist halt das, was er nach außen gehalten hat. Aber er hat ja nun in seinem Hedgefonds Gotham Capital früher eine ganze Reihe unterschiedlicher Strategien verfolgt und das mit sehr großem Erfolg. Also zwischen 1985 und 1994 hat er ja nachweislich Renditen von im Durchschnitt über 50% per annum erwirtschaftet. Ja, und also vor Kosten. Kosten waren dann irgendwie so 30% Distribution Fee, aber da war ja auf jeden Fall ausreichend Erfolg da. War wahrscheinlich auch eine andere Komplexität dahinter. Es war eine andere Komplexität dahinter, ja. Und er hat das halt dann auf dieses sehr einfache, auch ja im Kern sinnvolle Prinzip reduziert, weil ihm das ja auch immer am Herzen lag, ja, Dinge zu vereinfachen, denn er hat ja schon als Student, kurz nach der Graduierung, hatte er schon einen Artikel im Journal of Portfolio Management, How the Small Investor Can Beat the Market, also wie ein Privatanleger besser sein kann als der Markt, das ist etwas, was ihn immer umgetrieben hat, zusätzlich zu seiner institutionellen Tätigkeit. Und das hat er dann eben mit diesem Buch mal zu Papier gebracht. Und es ist halt eine Strategie, die in den letzten 15 Jahren nicht so gut gelaufen ist, aber es ist ja trotzdem eine gewisse Substanz da. Bei seinen Produkten, die momentan so am Markt sind, ne, über das Short-Produkt haben wir gesprochen, dann gibt es halt auch noch so einen besser alternativ gewichteten S&P 500. Ja, da werden dann manche Werte, die gut finden, aktiver ETF höher gewichtet, andere Werte schlechter gewichtet. Ja, ist jetzt die letzten Jahre so gelaufen wie der S&P 500. Ne, aber hat halt mehr Vor- oder Nachkosten. Hat halt mehr Gebühren. Ja, wenn man es übereinander liegt, der Unterschied ist gering, ja. Vorletztes. Den Markt zu schlagen, indem man weniger verliert als der Markt, ist nicht besonders beruhigend. Sehe ich ein Stück weit anders, weil in dem Moment, also erstmal wenn der Markt runtergeht und ich weniger verliere, bin ich damit schon mal ganz zufrieden. Weil ich im Zweifelsfall weiß, dass ich mich einem negativen Markt ja gar nicht voll entziehen kann. Aber hängt ein bisschen davon ab, wie groß der Unterschied ist. Ne? Also wenn du minus 50% machst, während der Markt minus 60% macht, also Finanzkrise, nimmst du das noch so wahr? Dass du sagst, ich nehme die 50% natürlich als schmerzhaft wahr. Ja, aber sagst du dann, yes, ich bin 10 Prozentpunkte besser als der Markt. Nee, machst du nicht, oder? Nein, es geht ja nicht darum, dass ich dann jubelnd durch die Straßen laufe. Ja, das ist ganz sicherlich nicht der Fall. Aber im Grunde genommen lege ich ja genau in so einer Situation auch die Grundlage, dann hoffentlich mit dem Markt auch wieder nach oben zu gehen. Genau, da wird's nämlich dann schon. Na, und das ist ja das, wo ich dann beispielsweise sage, also ich sichere ja in bestimmten Situationen ganz gerne mein Depot ab. So, und da verliere ich aber trotzdem in meinem Depot, weil ich sage, es gibt unternehmerische Beteiligungen, die kann ich nicht vernünftig absichern. Und da sage ich dann auch, also irgendwo ist ja auch blöd. Also Aktien ist halt dann auch irgendwo das Primärrisiko, ja. So, und dann sage ich, das kannst du nicht machen. Aber für einen bestimmten Teil, wo ich dann sage, na okay, das verhält sich so ungefähr wie DAX und S&P kombiniert, dann gehen wir auf die beiden Indizes sicherlich darüber ab und so weiter. So, da verliere ich weniger als der Markt. Da kann ich dir sagen, also in der Tat, also bei 60% liege ich nicht nur 50% hinten, sondern liege ich weniger hinten. Das sind dann so, keine Ahnung, 10-20%. Das fühlt sich natürlich signifikant besser an, insbesondere wenn es dann auch noch gelingt, diese Absicherung aufzulösen und dann wieder nach oben hin mit dabei zu sein. So, und dann kommt es ja auch wieder darauf an, hast du in deinem Portfolio ein Alpha? Das war bei mir ja lange der Fall. Erklär Alpha. Alpha, also eine Outperformance gegenüber einer, wie auch immer gearteten Benchmark. Dann ist es ja auch, dann muss ich auch mal damit leben, dass ich das mal schaffe. Das ist also, sagen wir mal so, das ging von 2010, würde ich mal sagen, so 10, 12 Jahre gut. Aber das ging auch so 3 bis 5 Jahre nicht so gut.
Das gehört dann eben auch dazu. Aber die Absicherung und in der Phase dann in der Tat weniger zu verlieren als der Markt, ist für mich, so wie ich es mache, total beruhigend. Also so, dass ich in verschiedenen Situationen eben tiefenentspannt auch Krisen erlebt habe und dabei in der Tat an verschiedenen Punkten auf der Welt war. Leider, das ist immer noch so ein Punkt, der mir immer noch wehtut, dass ich damals in der Corona-Krise quasi, da haben wir ja auch, da war ich ja so lange im Urlaub, da haben wir quasi in dieser Vollkrise quasi uns lange nicht gesehen, keine Sendungen gemacht und so weiter. Und das ist immer noch Timing is a bitch, ne? was mir, naja, dieser Austausch dieser regelmäßige Austausch und dann irgendwann auch mal wieder von einer gewissen Genervtheit und von einer gewissen Sorge um eine Weltwirtschaft auch wieder durch Gespräche Positives zu sehen, weil aus den Medien hattest du ja dann nichts zu erwarten. Das ist immer noch etwas, was ich im Nachhinein blöd finde. Ja, es ist, wie es ist, es kütt, wie es kütt und hätte noch immer Jodchen gehabt. Und wir können uns aber immer noch alle zu essen leisten und so weiter. Genau, genau. Und reden immer noch über Geld. Ja, nein, und das Interessante ist ja, dass so eine Outperformance, wenn man sie dann über längere Zeiträume sieht, ja durchaus dadurch zustande kommen kann, dass man weniger verloren hat. Ja, wenn du jetzt mal deine 200-Tage-Linie als Strategie Revue passieren lässt und vielleicht einfach mal auf den Index anwendest, dann hast du in dieser Phase, auch da haben wir wieder ziemlich genau den Breakpoint, 2000 bis 2010, hast du natürlich eine brutale Outperformance gehabt, eben weil du diese Negativphasen weitgehend eliminiert hast und dann bei der einen guten Phase dazwischen schon irgendwie dabei warst. So 2003 zu spät rein, 2007 zu spät raus, aber es reichte dann. Wenn du einfach mit dem Index drin gewesen bist, hast du von 2000 bis 2010 Geld verloren, insbesondere mit internationalen Aktien in Euro. Und das war beispielsweise, also genau diese Absicherungsform war beispielsweise in einer bestimmten Phase auch wirklich teuer. Also hat richtig Geld gekostet. Auch das haben wir in unseren Sendungen zu den Absicherungen ausgearbeitet, dass es da eben auch Situationen gibt, wo das nicht funktioniert. Und dessen muss man sich eben auch bewusst sein. Ja, und in den letzten 15 Jahren gab es ja mehrfach auch mal Rücksetzer. Und Fehlsignale. Die aber dann sehr schnell waren und sehr schnell auch wieder ausgeglichen waren. Corona-Krise natürlich das Extrem, aber auch 2018 beispielsweise im zweiten Halbjahr ging es ja dann auch mal runter. Ja, ist man auch zu spät eigentlich erst mit einer 200-Tage-Linie in die Absicherung gegangen und danach auch erst wieder später reingekommen. Wir hatten eben nicht diese Abwärtsphasen, wie wir sie 2000 bis 2003 und 2008, 2009 hatten. Und das war eben etwas, was im Jahr 22, wo man dann zu einem ganz vernünftigen Zeitpunkt möglicherweise ausgestiegen ist, das gesamte Jahr über durch, wo diese Short-Position, also wo ich die Short-Position, den großen Teil der Short-Position das ganze Jahr über quasi durchgehalten habe, bis dann irgendwann Ende Oktober, Anfang November diese 200-Tage-Linie wieder durchbrochen wurde und ich sie dann aufgelöst habe. Ja, in dem Bewusstsein, es nicht irgendwie bei 12.200, 12.500 gemacht zu haben, sondern erst bei dann 13.500. Aber trotzdem ich war tiefenentspannt. Und das ist ja auch etwas, wo wir schon diverse Mal darüber gesprochen haben, dass sowas eben auch einen Wert hat, in kritischen Marktphasen dann eben auch mit einer, ruhig zu schlafen. Also dieses ruhig schlafen Thema ist eben etwas, was ich eben wieder sehr angenehm finde und eben auch ein Vorteil von dem Thema, dass man Dinge absichert. Ja, entweder sichert man ab oder man sucht sich halt die Absicherung dadurch, dass man entsprechend breit diversifiziert ist, breit streut und das muss ja eben nicht nur dann in der Assetklasse Aktien sein, da gibt es ja auch noch mehr. Wir sehen das ja auch bei Gold beispielsweise, ja, so zu dem Moment, wo wir sprechen, Gold über 3.000 seit wenigen Tagen, auch sicherlich in schwierigen Zeiten ein sicherer Hafen und eine mögliche Absicherung, Anleihen, wenn die Laufzeitkeule nicht so wie 2022 dazukommt, auch eben eine Möglichkeit. Das war eben ein brutales Jahr, also muss man auch mal wieder in Erinnerung rufen. Für das klassische Aktienrentenportfolio, ja, wenn man es so interpretiert hat, dass man eben Anleihen mit einer, breit gestreuten Laufzeit hatte, so ein Euro Aggregate Bond Index, der halt eine durchschnittliche Laufzeit von 6, 7 Jahren hat und
dadurch natürlich entsprechend sensitiv ist für Änderungen der Zinsen. Und wenn die Zinsen dann so sprunghaft steigen, dann hast du da Kursverluste, die du erstmal nicht aufholst. Ja, die sind ja immer noch unter Wasser, diese Indizes. Aber auch dazu hat Greenblatt etwas zu sagen. Du musst genug diversifiziert sein, um schlechte Zeiten oder Pech zu überstehen, damit deine Fähigkeiten und dein guter Prozess langfristig Früchte tragen können. Da würde ich jetzt mal sagen, Das erinnert mich ein bisschen an dich. ja, finde ich gut, ja. Und man sollte sich immer wieder klar machen, was ist denn eigentlich Diversifikation? Diversifikation heißt ja nichts anderes, als dass man das schlechteste Resultat vermeidet. Und man ist von vornherein klar da drin, man wird nicht das beste Resultat erreichen. Und das ist ja auch wieder diese Phase. Ab 2010, spätestens ab 2015, kannst du doch retrospektiv erstmal sagen, jede Art von Diversifikation, die weggeführt hat von 100% US Large Cap Growth, war unterm Strich Quatsch. Ja, aus einer reinen Renditeperspektive, weil es hat dazu geführt, wenn du Europa beigemischt hast, Emerging Markets beigemischt hast, Small Cap beigemischt hast, ja, Konsumaktien, Gesundheitsaktien, ne? Deine Rendite ist mit jeder Beimischung runtergegangen. Jetzt einfach 100% Nasdaq haben müssen. Problem ist halt, ne, man wusste es vorher nicht. Und Das ist dieser eigentliche Nachteil. und wenn Diversifikation aber dazu beiträgt, dass man überhaupt im Markt ist, weil man eben sich nicht entscheiden muss, bin ich jetzt 100% Nasdaq Long oder bleibe ich aus dem Aktienmarkt draußen, sondern weil man sagt, okay, ich bin in Technologiewerten, aber ich habe auch noch das und das und das und jenes mit dabei und damit habe ich für mich den Comfort, dabei zu sein. Und du hast ein solches diversifiziertes Portfolio. Ja, dann muss man sagen, waren die letzten 10, 15 Jahre jetzt auch nicht schlecht und sie waren alle mal besser als Greenblatt's Magic Formula. Ja, das ist so. Und damit können wir jetzt auch dieses Buch an und für sich schließen, denn mit der heutigen Ausgabe von Echtgeld TV sind wir damit durch. Richtig? Ja, also wir haben ja schon überlegt, wen gibt es noch? Ja, Charles Icahn gibt es noch, aber Das war das jetzt nicht, ist ne? auch eigentlich eher so Western von gestern. Insbesondere, wenn man sich Icahn Enterprises mal anschaut. Ja, also man kann, der Fairness halber, man kann auch noch die Dividenden einblenden, die Distributions, die aus der Substanz kommen, aber viel besser sieht es auch dann nicht aus. Also der große Mann, der ja Vorbild war für Gordon Gekko im Epos Wall Street von Oliver Stone 1987. Also zuletzt war das nicht mehr doll. Ich glaube, der letzte große Sieg war gegen Bill Ackman in puncto Herbalife, aber das war auch nur ein Führungssieg. Ja, das ist eben auch so, das ist also der ist jetzt auch kein geborener Sympath, finde ich. Also der ist jetzt Nee. nicht, ist kein angenehmer Mensch. Und das ist dann eben etwas, wenn man dann an Buffett, an Munger, denkt, auch an Peter Lynch, das sind auch an Kostolany, das sind andere. Bill Ackman ist vielleicht auch nicht sympathisch, aber er hat coole Geschichten zu erzählen. Ja, der hat halt, also jetzt muss man eben auch mal sagen, so eine etwas krawalligeren Geschichten, die erzählt eben einer, der in seinen 40ern, 50ern, vielleicht auch noch 60ern ist, ein bisschen angenehmer als jemand, der in seinen spät 70ern, 80ern, 90 ist er noch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich bin kurz davor. Aber wir wissen auch nicht so genau. Warren Buffett zeigt ja, dass man auch mit über 90 nicht nur fit im Kopf sein kann, sondern auch noch diesen Wortwitz haben kann. Ja, Nee, das ist halt eine Ausnahmebegabung und da muss man sagen, irgendwann gehen einem die Legenden dann auch aus. Ja, ich glaube, wir haben in der Tat noch eine in unserer Liste zu stehen, also nicht Icahn, die wir noch machen können. Aber bevor wir das machen, besprechen wir uns da erstmal vor. Ihr habt für heute genug und deswegen sagen wir, bleibt gesund, bleibt investiert und weiter mit dabei. Tschüss von Echtgeld TV.